Augmented Reality ist längst keine Spielerei mehr. In nahezu alle Branchen drängen Einsatzszenarien auf den Markt. Wie diese aussehen, demonstriert das österreichische Unternehmen Kotflügel auf der CeBIT 2017. Herr Mooslechner, welche Lösungen bietet Kotflügel an? Die Firma Kotflügel bietet verkaufs- und vertriebsunterstützende Lösungen an, die auch im Marketingbereich sehr gut eingesetzt werden können, und zwar im Bereich mobile Applikationen für Handys und Tablets, und zwar zusätzlich mit der Verwendung von Augmented Reality, um hier ein wesentlich interaktiveres Nutzererlebnis dem Kunden anbieten zu können. Was genau kann man sich unter Augmented Reality vorstellen? Augmented Reality ist die Verbindung von analogen und digitalen Medien. Sprich, ich habe hier die Möglichkeit, einen Katalog, ein Prospekt, einen Flyer, wie auch immer, mit einem digitalen Inhalt aufzuwerten. Ich kann zum Beispiel ein Video abspielen auf meinem Folder. Ich kann ein Produkt dreidimensional darstellen, dieses auch konfigurierbar machen, und ich habe auch die Möglichkeit, direkt eine Verbindung zu einem bestehenden Webshop, wenn ich einen habe, herzustellen, um hier dem Kunden den Weg vom Katalog, vom Produkt hin bis zum wirklichen Kaufabschluss so angenehm und einfach wie möglich zu gestalten. Für wen bzw. welche Kunden ist Augmented Reality potenziell interessant? Augmented Reality ist grundsätzlich interessant für das produzierende Gewerbe, für Industriekunden, die ihre Produkte darstellen wollen, und auf der anderen Seite auch als reines Marketinginstrument, um Aufmerksamkeit zu generieren. Zum ersten Thema vielleicht ein Beispiel. Ich möchte mir für mein Haus eine Markise kaufen. Die kann natürlich nicht vorab montiert werden, weil das technisch und logistisch sehr schwierig ist. Wenn aber der Außendienstmitarbeiter zu mir kommt, der hat die Augmented Reality App dabei, dann kann er die wirklich auf meinem Haus, auf meiner Hauswand dort platzieren, wo sie dann platziert wird, kann die Größe dementsprechend einstellen, kann die verschiedenen Farbvarianten mir zeigen, und ich bekomme hier eine sehr konkrete Vorstellung, wie dieses Produkt dann im montierten Zustand aussehen wird. Das Gleiche gilt natürlich auch für sehr große oder sehr komplexe Maschinen. Wenn ich die im Vertrieb mitnehmen will oder auf einer Messe präsentieren will, ist es einfach logistisch nicht möglich. Und hier habe ich ebenfalls die Möglichkeit, durch 3D-Modelle, durch Animationen sehr, sehr gut herzuzeigen, was kann das, was ist die Spezialität dieser Maschine, wie sind die Abläufe, wie sind die Prozesse innerhalb. Und der dritte Punkt ist klassisch Aufmerksamkeit generieren. Sprich, wir haben zum Beispiel für eine australische Gesundheitskampagne einen fliegenden Drachen in den Raum gestellt. Da ging es nicht darum, ein Produkt zu präsentieren, sondern wirklich nur darum zu zeigen, hey, was passiert da, was geht hier ab, um die Leute einfach heranzuziehen und in weiterem Schritt dann das Thema greifbar zu machen. Gibt es auch Anwendungsmöglichkeiten im Einzelhandel? Selbstverständlich, auch hier gibt es sehr gute Anwendungsmöglichkeiten. Mit Augmented Reality habe ich eben die Möglichkeit, direkt einen klassischen Katalog mit meinem digitalen Webshop zu verknüpfen. Ich kann den Kunden hier dazu wirklich zum Beispiel Sonderangebote machen, weil ich weiß ja, welcher Kunde nutzt gerade meine App. Wenn das ein Stammkunde ist oder ein Neukunde ist, kann ich ein spezielles Angebot schalten. Ich kann in meinem Katalog auch, wenn ich Produkte habe, die konfigurierbar sind, kann ich das auch direkt am Tablet machen und dann in dieser Konfiguration, die ich mir soeben zusammengestellt habe, direkt bestellen und muss nicht nochmal den Umweg über den Webshop gehen. Und ein weiterer sehr großer Vorteil ist natürlich, ich kann mittracken, welche Produkte werden vom Kunden wie lange betrachtet, und kann somit in weiterer Folge meine Kataloge auch dahin optimieren, dass ich gewisse Produkte entweder aus dem Katalog rauslasse oder die anders prominenter präsentiere, wenn es hier notwendig ist.